Guten Morgen, ihr alle. My name is Kubudu Ayan from Sri Lanka. Mein Name ist Kubudu Gayan aus Sri Lanka. I love to bring my greetings from my wife Naomi and son Caleb and the congregation in Sri Lanka. Mit ganzer Liebe überbringe ich euch die Grüße meiner Frau Naomi und meinem Sohn Caleb und der ganzen Gemeinde in Sri Lanka. Very happy and honored to be here with the invitation of you and my brother. Thank you very much again. Es ist eine besondere Ehre, hier zu sein. Ich bin glücklich durch die Einladung eures Bischofs und meines Bruders. Ich bin gerne hier. Vielen Dank. I'd like to ask a question from you this morning. Ich möchte euch heute Morgen eine Frage stellen. How many of you have requested something from God? Wie viele von euch haben von Gott schon etwas erbeten? On the one hand, 5, 7, 8, 9, die Mehrheit, 73%. you know, we everybody are allowed to request and take our request to the presence of the Lord in every morning and every night. Ihr wisst, wir dürfen jeden Morgen, es ist ein Vorrecht, unsere Bitten und Sorgen morgens und abends dem Herrn bringen. This is what Christians do in the today and in the past, also will be in the future. Und das ist das, was Christen tun heute und in der Vergangenheit und auch in der Zukunft. So I'd like to give you a topic for my sermon this morning. Ich möchte euch jetzt den Titel meiner Predigt heute Morgen sagen. It is Er heißt not only a request. nicht nur eine Bitte. That's my topic for you this morning. Das ist der Titel an euch, meine Predigt. It heute is Morgen. not only a request. Nicht nur eine Bitte. Shall we pray? Lasst uns beten. Dear Father in heaven, we thank you once again this morning for the wonderful opportunity that you have given us. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen für die wunderbare Gelegenheit, die du uns jetzt gegeben hast. We love to commit ourselves unto your hand to receive the word from you, Lord. Wie gerne übergeben wir uns dir in deiner Hand, um das Wort von dir zu empfangen. And also I would like to be a vessel for you, for these people. Herr, lass mich ein Gefäß, ich möchte gerne ein Gefäß für diese Menschen sein. Please use my words as your desire. Bitte nutze meine Worte, wie es dir gefällt. And please touch my brother who is listening to me. Und rühre meinen Bruder an, der es übersetzt We wird. committing each one of us unto your mighty hand. Wir übergeben dir jeden Einzelnen in deine mächtige Hand. We pray in the name of Jesus. Bitte in Jesu Namen. Amen. Amen. It is not only a request. Es ist nicht nur eine Bitte. No, I have heard sentences that no one make butter better. Ich habe den Satz gehört, dass keiner Butter verbessern kann. It is very beautiful in English. No one make butter better. Es ist sehr schön in Englisch, keiner kann Butter besser machen. But the important thing is that the Christians can make it better. Aber das Wichtige ist, Christen können es besser machen. The sons and the daughters of the Lord can make it better. Die Söhne und Töchter des Herrn können es besser machen. Yeah, the milk product, but now I'm the spiritual idea. Amen. The important thing is that we need to change how we request. Das Wichtige ist, wir müssen etwas daran ändern, wie wir bitten. I would like to tell you not the request, but the way how we request from the Lord. Ich möchte mit euch sprechen, nicht über die Bitte, sondern über die Art des Bittens. I'm going to share with you 3 things for how do we do that this morning. Wie wir den Herrn bitten, 3 Dinge möchte ich mit euch teilen heute Morgen. The first one is, Die erste ist, ask for a son. Ask for a son. bitte um einen Sohn. Son. Sohn, Not for a daughter. nicht deine Tochter. We are going to read from 1 Samuel chapter 1 verse 11. Lasst uns aus 1. Samuel Kapitel 1, Vers 7 lesen. 1 Samuel chapter 1 verses 11. 1. Samuel Kapitel 1, Vers 7. Do you read in English? Some are English? Yeah, please. Okay. I read in German, you know. So machte es Elkanah Jahr für Jahr, so oft sie zum Haus des Herrn hinaufzogen.
drängte Penina sie. Und Hannah weinte und aß nichts. Just that one verse. That's 1 Samuel 1:11. Oh, 11, I'm sorry. Hannah machte ein Gelübde und sagte, Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. I think you know the story very well here from the book of Samuel. Vielleicht kennt ihr die Geschichte ganz gut aus dem Buch Samuel. Hannah went to the church and asked, and she brought a request to the Lord. Hannah ging in den Tempel und brachte ihre Bitte zum Herrn. What she asking was is Worum sie bat war, to have a blessings for the womb. Den Segen für ihren Leib zu haben. She was asking for a son, Sie bat einen Sohn, not for a child. nicht nach einem Kind. She said in the verse 11, Sie sagte in Vers 11, in English version, in der englischen Version, it says, and not forget your servant, but give her a son. und vergiss nicht deine Magd, sondern gib ihr einen Sohn. You know, when we go through the Bible, we see from the beginning that there's a blessing for the sons in the family. Wenn wir die Bibel ansehen, von Anfang an, da ist ein Segen, ein besonderer Segen für die Söhne in der The Familie. blessings following through the son. Der Segen folgt durch die Söhne. Yes. So Hannah went to the church and asked for a son. Hannah ging in den Tempel und bat einen Sohn. I would like to encourage you this morning, Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, when you go with the request to the Lord, wenn ihr mit einer Bitte zum Herrn geht, you need to ask for a son. müsst ihr um einen Sohn bitten, To the point. auf einen besonderen Punkt. She may have to ask, Lord, please take the shame out from me and please give me a child. Sie hätte auch fragen können, oh Herr, nimm die Scham aus meinem Herzen, gib mir doch ein Kind. But she didn't do that. Aber das hat sie nicht. She was asking for a son. Sie bat einen Sohn. She was not in for a child, just not for a child. Sie war nicht drin, um ein Kind zu bitten. She was saying to the Lord, give me a son. Sie bat den Herrn, gib mir einen Sohn. So in our prayers, In unseren Gebeten. we need to ask from the Lord to bless to the point. Wir müssen den Herrn bitten, dass er auf einen Punkt bezogen segnen möchte. Before I come to Europe, Also bevor ich nach Europa kam, I had to give my hand over my documents to the visa office in Sri Lanka. musste ich meine Papiere dem Visa-Büro in Sri Lanka abgeben. You know, my passport is empty. Ihr wisst, mein Personalausweis ist komplett leer, nie das Land verlassen. There was no any seal signature. Da war kein Stempel drin. No any visas pasted on my passport. Nicht ein einziges Visum war in meinem Personalausweis. This is the first time I request for a visa to Europe. Das war zum ersten Mal, dass ich ein Visum für Europa bat. As an Asian, it is very difficult to receive visas to Europe for the first time. Es ist für Asiaten sehr schwierig, zum ersten Mal ein Visum nach Europa zu kriegen. But after I submitted my documents to the visa office in Colombo, Nachdem ich meine Papiere dem Visumbüro in Colombo gegeben habe, in the next day, in the night, I was praying in my church. am nächsten Tag abends betete ich in meiner Gemeinde. I asked the Lord, please appointed someone to talk to my visa. Herr, bitte bestimme jemanden, der für meinen Visumantrag spricht. I said to the Lord, I'm going to go to the Europe now. Ich sagte zum Herrn, ich gehe jetzt nach. I had no any doubt in my heart. Ich hatte keinen Zweifel in meinem Herzen. You know, within 3 days, Wisst ihr, innerhalb von 3 Tagen they called me. haben sie mich angerufen. Your visa is okay. Dein Visum ist okay. Couple of you, my pastor friends, they said this is a miracle. Einige meiner Pastorfreunde sagten, das ist ein Wunder. Because for the first trip to a foreign country, they don't give visas to Europe. Sie geben für die erste Reise außerhalb des Landes geben sie nie ein Visum nach Europa. Hallelujah. Halleluja. He's the God.
Jesus ist Herr. He is the Lord who can do everything. Er ist der Herr, der alles tut. So we need to ask the Lord for a son. Wir müssen den Herrn um einen Sohn bitten. For my visas, I ask for a son. Für mein Visum bat ich um einen Sohn. I ask the Lord, I need this. Ich bat den Herrn, ich brauche das. The visas to Europe is my son. Das Visum nach Europa ist mein Sohn. Amen. I Amen. trust you receive something this morning. Ich bitte, dass ihr und glaube, dass ihr etwas empfangt heute Morgen. We go into the second point. How do we bring our request to the Lord? Wir gehen zum zweiten Punkt. The second one. Wie bringen wir unsere Bitte zum The Herrn? second one is pour out the soul to the Lord. Pour out. Gieße deine Seele dem Herrn aus. If you read verse 50 in the same chapter, Samuel, Wenn wir Vers 15 im selben Kapitel lesen, verse 50, und er gab zur Antwort: Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau. Ich habe weder Wein getrunken noch Bier. Ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. when the Hannah was praying in the church, Als Anna in der Kirche betete, the priest couldn't understand that prayer. konnte der Priester ihr Gebet nicht He verstehen. was thinking something else. Er dachte etwas anderes über sie. He thought that this lady is a drunken lady. Er dachte, diese Frau ist eine betrunkene Frau. So So. he was thinking that he drank wine or Er, beer. er dachte, sie hat Wein oder Bier getrunken. But you know, in here, first chapter, verse 15, she says, I was pouring my spirit to the Lord. Aber sie sagt hier in dem Vers 15, ich habe mein Herz dem Herrn ausgeschüttet. I was pouring my soul to the Lord. Ich habe meine Seele dem Herrn ausgeschüttet. So I would like to encourage you, my dear brothers and sisters. Ich möchte euch ermutigen, meine This lieben is Schwestern. what we need to do when we bring the request to the Lord. Das ist, was wir tun müssen, wenn wir unsere Bitte dem Herrn bringen. Normally we do, Lord, I need this. Normalerweise machen wir so, Herr, ich brauche das. That's all. Das alles. We bring on the list and keep in front of the Lord, and then we go back. Wir bringen eine Liste vor den Herrn und dann gehen wir weg. But in Hannah's story, Aber in Hannahs Geschichte, she had no babies before. sie hatte nie ein Baby vorher. She was very shamed in front of the other people Sie war sie hatte eine solche Scham vor den with anderen. their custom in that time. Es war die Sitte in dieser Zeit. So she went to the church and she was pouring out her soul in front of the Lord. Sie ging in den Tempel und goss ihre Seele aus vor dem Herrn. When we go to the Lord with the request, we need to pour our souls and our heart to the Lord. Wenn wir zum Herrn gehen mit unserer Bitte, müssen wir unser Herz, unsere Seele ausgießen. Not only a request. Nicht The bleiben. request is okay, Eine Bitte ist okay. but we need to change the way how we bring the request to the Lord. Aber wir müssen die Art ändern, wie wir unsere Bitte dem Herrn We ask for bringen. a son, Wir bitten um einen Sohn. then we need to ask for, then we need to pour our soul in front of the Lord. Dann müssen wir unsere Seele dem Herrn ausgießen. This is something what we need to the world today in our lives. Das müssen wir der Welt gegenüber in unserem Leben tun. The word of the world. For the world today. Das müssen wir in dieser Welt und für die Welt heute tun. Diese Art zu bitten. In 2006, Und 2006 me and my wife, we were persecuted. wurden meine Frau und ich verfolgt. We were serving to the Lord in a village in down south in Sri Lanka. Wir dienten dem Herrn in einem Dorf im Süden, im Flachland Sri Lankas. In the day before the Christmas day, it's 24th of December, there were about 800, 900 people came to attack us. Amen. We were pouring our souls before the Lord. Wir hatten unsere Seele dem Herrn ausgegossen. As we see the problem in the outside, Wie wir die Volksversammlung draußen gesehen me and my wife, we kneeled down and we were in our knees and prayed the Lord, and we poured our souls unto His face. knieten meine Frau und ich nieder, wir suchten den Herrn und wir schütteten unser Herz vor seinem Angesicht aus. Then few minutes later, Wenige Minuten später, they told us we give you another 24 hours to leave this. ein paar Minuten später sagten sie, wir lassen euch 24 Stunden, um euren Ort zu verlassen. That was Wir leben noch. Amen.
Amen. because of His mighty hand. Wegen seiner mächtigen Hand, When we go to the Lord with our request, wenn wir zum Herrn mit unserer Bitte gehen, we need to pour our soul before Him. müssen wir unsere Seele vor ihm ausgießen. I'm going to the third point very soon. Ich gehe zum dritten Punkt. It is do the very best offering to the Lord. Do the very best offering to the Lord. Gib dem Herrn dein Bestes. When we bring our request to the Lord, Wenn wir unsere Bitte dem Herrn bringen, request is okay, die Bitte ist in Ordnung. but the way how we bring it to the Lord need to think about. Aber die Art, wie wir unsere Bitte dem Herrn bringen, denkt darüber nach. The first one was we need to ask for a son. Die erste war, wir müssen für einen Sohn bitten. That's me to the correct point. That's me to the point. Das heißt, auf den Punkt bezogen. Secondly, we need to pour our souls before Him. Zweitens, wir müssen unser Herz ihm Spirit, ausgießen. soul with spirit. Heißt unseren Geist. The third one is Der dritte Punkt do ist, the very best offering to the Lord. gib dem Herrn dein Bestes. Es sind 5 Übersetzungen, die If ich we geben can- könnte. Ich gebe nur eine. Sorry? There are 5 semantic meanings I could bring in German, so I need to correct as we continue. Give the best to the Lord. Keep going. Yeah. If you go to the 22nd verse, Wenn wir, lass uns in Vers 22 chapter 1, verse 22nd, 22. Vers 22. 22. So kann er nicht mit, sondern sagte zu ihrem Mann, ich werde den Knaben erst, wenn er entführt ist, hinaufbringen, dann soll er vor dem Angesicht des Herrn erscheinen und für immer dort bleiben. She made a promise. Sie machte eine Versprechen. She promised to the Lord. Sie versprach dem Herrn, After the boy is weaned, nachdem der Sohn abgestillt ist, he will have there always. dann wird der Herr ihn dort immer haben. Still Hannah had not their son. Hannah hatte noch ihren Sohn, Didn't receive the son yet, auch sie hatte ihren Sohn noch nicht, but she already made the promise. aber schon hatte sie ihm die ganze She Verheißung. already made the best promise to the Lord. Sie hatte ihr bestes Versprechen dem Herrn gegeben, The very best offering to the Lord. das beste Geschenk And für she den was Herrn. saying, Und sie sagte, sorry, after she had the baby, she was saying, nachdem sie das Baby hatte, wiederholte sie dann, yeah, I will bring the baby to your house. ich werde das Kind in dein Haus bringen und dort lassen. When you go to the home, you can go through this. When her husband called her to come to the church, Lest es zu Hause nochmal nach. She Als said- ihr Mann sie in den Tempel ruft, antwortet sie, she said, I will come to the church after the boy made. ich komme in den Tempel, wenn der Sohn abgestillt ist. Not to just have some prayers from the church for the boy, Nicht um in der Kirche ein bisschen für den Jungen zu beten, but to let the boy to stay forever in the church. sondern den Sohn im Herrn überlassen, dass er immer in dem Tempel bleibt. So, when we bring our request to the Lord, Wenn wir unsere Bitte dem Herrn bringen, we need to give the very best to Him. wir müssen das Beste ihm auch geben. Then we can have His blessings on our request. Dann werden wir seinen Segen auf unsere Bitte haben. Finally, I like to share this one. Noch eins möchte ich mit euch teilen. In Sri Lanka, if you speak English, Wenn ihr in Sri Lanka Englisch you redet, can find many good jobs kriegt ihr tolle with a very higher salary. mit dem höchsten Gehalt. After finish my high school, I spoke with my father, Nach dem Gymnasium sprach ich meinem Vater, and I told him that I'm going to be a servant of God in full time. sagte Vater, und er kommt aus einer hinduistischen Familie, Vater, ich werde ein Diener Gottes ganzzeitig sein. His idea and desire was for me to go to America Der Wunsch meines Vaters war, ich soll nach Amerika gehen, or to be in a good position in Sri Lanka, um zurück in Sri Lanka eine gute Position zu because haben. my uncle is living in Amerika. Mein Onkel lebt in Amerika. Das hätte mir geholfen. I told my father, no, that is not my decision. Ich sagte, Vater, das ist nicht meine Entscheidung. I decided to be a priest. Ich entschloss mich, ein Priester Jesu zu He said, sein. son, it's okay, Er sagte, so, but das ist you okay, cannot come back to the home aber du kannst niemals for any need. nach Hause kommen, um hier wieder eine Hilfe oder Rückhalt zu I bekommen. told him,
Yes, Dad, I don't come to the home back for any reason. Ja, Vater, ich komme niemals zurück, um etwas zu Hause zu I tun. gave my all needs as request to my heavenly Father. Wisst ihr, ich habe alle meine Wünsche und Bedürfnisse als Bitte meinem himmlischen Vater gegeben. When I was going through the needs, Als ich durch, I remember the words of my earthly father. als es mir schlecht ging und ich nichts hatte, erinnerte ich mich an die Worte meines irdischen Vaters I didn't want to go back home. und ich wollte nicht nach Hause But my gehen. heavenly Father provided me everything. Mein himmlischer Vater hat für mich gesorgt. In Sri In Lanka, allem in Sri Lanka. my family is in a good position. Meine Familie ist wirtschaftlich sehr Like the gut. world people who are doing good jobs. Seine Eltern, wie die Menschen in der Welt, die hoch. I think it's because I gave my best to the Lord Das ist, weil ich dem Herrn mein Bestes gab in my young age. in meinem jungen Amen. Amen. All the glory to God. Alle Ehre dem Herrn. God bless you.